What up, peeps? It's your girl, Dash. Come back to Funeral Takes. Well, it's the time of you guys. It's Horror Short Time, and this one is through Altar. It's titled, I hope I'm saying this correctly, Hydrangea. Hope I'm saying that correctly. Curious because of the title. So with that said, let's go and jump into it. I said there were some thoughts upon you guys. Kommst du auch, Janina? Ja. Alles okay? Ja. Das schmeckt hier. Bestimmt. Stört's dich? Nee. Ich mag den Pulli. Der ist alt. Ja, aber schön. Ist der von Janina? Das ist doch... Also das ist doch egal jetzt. Okay. Ich habe heute im Bus übrigens Anna getroffen. Aus der Uni. Und? Es war super unangenehm. Ich habe noch gesehen, dass sie durch den Bus auf mich zukommt und sich, warum auch immer, neben mich setzen wollte, obwohl wir, keine Ahnung, 4 Jahre nicht geredet haben. Das mit gutem Grund. Ich habe dann halt mein Handy rausgeholt und so getan, als würde ich mit der Arbeit telefonieren. Ja, ja, hi, hier ist Janina. Genau, den Laborbericht habe ich fertig. Ja, kein Problem. So weiter. Sie hat sich dann einfach trotzdem gegenüber von mir hingesetzt. Scheiße. Das heißt, dass ich die gesamte Fahrt so tun musste, als würde ich mit der Arbeit telefonieren. Hast du nicht mal Hallo gesagt? Nee. Ich habe ihr aber freundlich zugenickt. Das ist wirklich sehr freundlich. Ja, ne? Oh Mann, Janina. Hast du eigentlich mal beim Arzt... Janina... Muss das jetzt wirklich beim Essen sein? Yeah, what else are you gonna talk about? It's like, what's going on with her? Nee, Very standoffish. natürlich nicht. Okay. Seems like she doing most of the talking anyway. Ich mache mir einfach Sorgen. Janina, kannst du es bitte einfach gut sein lassen jetzt? Amelia, ist es vielleicht... Janina! Lass es. Oh, interesting. Getting defensive. Let's move along, girl. Nee. Nee, ich lasse es nicht. Uh-oh.
Ich wollte mit dir einfach ganz normal zu Abend essen. Ist das irgendwie zu viel verlangt? Geht das nicht? Das geht schon. Aber du kannst auch nicht erwarten, dass ich einfach alles ignoriere, nur weil das leichter ist für dich. Ich ignoriere nichts, weil es nichts zu ignorieren gibt. Und weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du diejenige bist, die unsere aktuelle Situation gerade ignoriert. Sonst würdest du dich einfach mal zusammenreißen. Raff dich erst mal auf und bring Ordnung in dein Leben, bevor du mir sagst, wie ich Machst meinst. du nicht? Ich merke, was du machst. Was mach ich denn? Okay. Die waren da vorher nicht drauf. Janina, was willst du denn gerade von mir? Ich will das einfach verstehen. Das ist die Tischdecke von meiner Mutter. Was weiß ich, was das ist? Das stimmt nicht. Die habe ich dir geschenkt vor einem halben Jahr. Da war Marianne schon längst nicht mehr da. Emmy, ich verstehe ja, dass du gerade... What's going on with her? Was wird das jetzt? Ich will dir sagen, dass... Oh, wow. Ich will dir sagen, dass du nicht alleine bist. Ich habe keinen Burnout, Janina. Das will ich dir doch auch gar nicht unterstellen. Vielleicht sollten wir hier... Was sollten wir? Hier ist noch sehr viel, das gar nicht zu uns gehört. Darum geht's dir. Emmy. Du weißt, dass ich weiß, wovon ich rede. Ich bin keine von den Idioten, die glauben, sie wissen, was es bedeutet, wirklich am Boden zu sein. Weil jemand an der Arbeit was Blödes gesagt hat oder sie sich ein paar Tage scheiße fühlen oder weil ihr Partner sie verlassen hat. Du musst da nicht alleine durch. Janina, ich war das nicht. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich habe echt keinen Appetit mehr. Bitte, Emmy, lass uns aufhören, okay? Ich rede auch nicht mehr drüber. Emmy, wir hören jetzt einfach auf und können auch immer noch einen schönen Wo ist Abend. eigentlich die Hortensie? Ist das wichtig? Die ist nicht mehr auf der Fensterbank. Emmy. Ich wollte dir damit nicht wehtun. Die hat meiner Mutter gehört, Janina. Oh, boy. Merkst du nicht, wo wir sind? Es reicht mir jetzt wirklich. Emmy, seit wir hier eingezogen sind. Du wohnst hier kostenlos bei mir und willst dich jetzt wirklich beschweren? Nein. Aber ich empfinde etwas für dich. Und du weißt gerade offenbar nicht, was gut für dich ist. Ach, Oh. und du weißt das. Du kannst das über mich entscheiden. Alle anderen Blumen hier drin waren verwelkt, Emmy. Nur die nicht. Hörst du dir zu, Janina? Emmy. Hier ist niemand mehr gewesen für 4 Monate und du warst auch nicht hier, weil du selber gesagt hast, dass das Verhältnis zu deiner Mutter schlecht ist. Und du wolltest die Wohnung nicht sehen, weil du dich schuldig fühlst, weil sie immer dafür gesorgt hat, dass du dich schuldig fühlst.
Egal, was du gemacht hast, du hast es dir nie recht gemacht. Und dann kommen wir Monate nach der Beerdigung hierher und finden dieses Ding unter ihrem Bett und es blüht noch. Jetzt bist du wirklich verrückt geworden. Ist Hörst du auf? Nicht jetzt. really? Tut mir leid, Emmy, ich wollte nicht schreien. Siehst du das noch? Soll ich gehen? Mach, was du willst. Hey Janina, Ja? sag mal, hast du die Kreise in die Decke gemacht? Nein. Du hast den Schlüssel zu meiner Wohnung. Warum hätte ich das denn machen sollen? Keine Ahnung. Damit ich das Gefühl habe, dass ich dich brauche vielleicht? Damit du dir einreden kannst, dass wir uns ähnlich sind? Deswegen? Vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich jetzt gehe. Ach, die Tischdecke. Kannst du mitnehmen. Emmy? Komm mal. Hier. Das lag vor Ihrer Tür. Es wäre doch schade, wenn eine so schöne Hortensie einfach verwelkt. Danke, dass Sie die Blumen zurückgebracht haben. Keine Ursache. Sind Sie der Taxifahrer? Hier. Ich musste einen kleinen Umweg machen. So kam ich hier vorbei. Und da sah ich Ihre Blume. Sie muss Ihnen heruntergefallen sein. Wahrscheinlich. Genau. Könnten Sie meine Freundin bitte nach Hause fahren? Kein Problem. Kommen Sie. Mein Taxi steht um die Ecke. Ich hole noch meine Sachen. Is that really? This music. What in the world? I would leave. I'm like, Janni, oh, bitte hilf mir, bitte. oh no, I don't think so now. Janni, You better than me, because I wouldn't.
All right, you guys, I did enjoy this horror short. Definitely dealing with the psychological, got my creepy factor in that as well. Just getting a glimpse into this relationship here with, I want to say, Emmy and Janine. I hope I'm saying that name correctly. Definitely at times intense, and they're both not on the same page. It was kind of at times rather kind of toxic because it seemed like Janie's trying to get to the issue at hand with Emmy. Now she lost her mother, and she's of course moved in and just trying to go through emotional and kind of keeping things to herself. When you see at the beginning of her, Jenny looking at a picture, looks to be her mother, kind of just like really take it all in, and it's something that looks like it's somewhere on the side or whatever, like some sort of shadow, whatever. Couldn't tell really who was there. Just interesting in how she tries to bring up, like when she's touching her arm, it's like, oh, it's sort of like, why are you bringing that up? Just kind of shooting her down every which way. It's like, okay, this is your girlfriend. I'm like, she's trying to be for, doesn't look like you want to be there or be in a situation, you're, standoffish, every which way she can, put a halt to any type of opening Janine has to kind of open up and get her to, talk about it, let out however certain things you dealt with prior to your mom passing. And it just wouldn't seem to be working to the point where she's like, you did this. And then she sees that she threw away the hydrangea and had a problem with that. She was like, well, something real kind of going on here where all the other plants in here is gone. She's been gone for months, but this one up under the bed seems to be just fine. And right there, I was just like, okay, something is amiss in this moment. And when she brought up that little situation, of course, Emmy just shutting down the dinner, telling her, maybe you need to go. She's like, it's like, do you want me to just do whatever you want? Like, you can tell she's really not there. Her mind is somewhere totally different. She's not really invested in this relationship. Jimmy's trying to do that, but she just doesn't want her to get too close and doesn't want to engage her at all. Definitely just a toxic environment with that. But it was really interesting when, of course, you get the knock at the door and this gentleman's there. Come to find out, he's like, oh, these hydrangeas are on the, it's like, doesn't need to be out here. Let me get this to you. And of course, she was about to just close the door and I'm like, okay, whatever. But Amy's like, take you, thank you. Your character, can you take her home? She's like, out of sight, out of mind. Like, I want her gone. But clearly that little, want to say, build up at the end where she's, eventually getting ready to get her stuff to go. And then she goes and sees what looks like to be a shot of her mother sitting on her shoulder. Because when she made the comment about the tablecloths, I caught that when she was like, did you, put that embroidery, whatever on? She's like, no. And why would she think she does? But when you look at the picture and her mother was wearing that or something that was covered over her, it had like little stitchings and things of that nature on that as well. So it's like, why would you think, Jenny did that? Just really strange. But seeing her mother in silhouette right beside her, sitting what looked to be some chair, I'm like, I know. When she was about to leave and she calls her name, Emmy calls her out, I'm like, girl, don't go back in there. And I said, you better than me because I wouldn't have. I wouldn't close no door. Something that's mad creepy. Because it's almost like she wants, doesn't want to open up. But then when she sees, that she's like, you know what, okay, fine, whatever. Then she kind of wheels her slightly back in. It's like, no. That's messing with someone's emotions or whatever. If you're not trying to be invested, you're not trying to work on this, and you're not trying to open up with her and all that, then just leave the person alone. You want to be left alone? I'm going to leave you alone. So, yes, this one was definitely intriguing. It makes you want more. Honestly, the way that ending, I want more. So I'm not going to, put it down for that simple fact, because I always say a lot of these horror shorts, they leave you feeling this way, and we know we can't have it because clearly hint title horror short. So I'm just going to enjoy this for what we got. I will give shout out to the directors, and this is actually two of them. Names are Jonas, Schmidt, and Kris Kurku. I hope I'm saying their names correctly. And yeah, I really did enjoy this one. So with that said, you guys comment below. Let me know what you think. And with that said, I'll see you guys in the next horror short. You guys take care.